Hallo, ist der Björn, willkommen zum neuen Kochvideo. Heute gibt es fast wie bei Oma Kartoffelpuffer mit selbstgemachtem Apfelmus. Das Apfelmus-Video ist extra in der Beschreibung verlinkt, da habe ich ein extra Video zu gemacht. Der Clou daran ist, sie werden nicht gebraten, sie werden nicht in einen Liter Öl getränkt und anstatt Mehl nehmen wir Haferflocken, alles im Backofen machen, einfach nur zusammenraspeln, mixen und ab geht's. Gut, wir sehen uns im Video. Ciao! Ja, wie versprochen gibt es jetzt die Kartoffelpuffer. Passend übrigens zum letzten Video. Da ging es um Apfelmus, der wurde extra hierfür angefertigt. Ich kenne das von meiner Oma, da wurden die Kartoffeln auch gerieben und das wurde in gefühlt 10 Liter Öl angebraten. Die ganze Küche hat, oder die ganze Wohnung hat nach Kartoffelpuffern gerochen. Das machen wir heute nicht, wir machen das ein bisschen anders. Wir ersetzen das Mehl mit 50 Gramm Haferflocken. Wir haben hier circa 1 Kilo mehlige Kartoffeln, ist auch ganz wichtig. Mehlige, ihr wisst, die werden schön knuspriger. So, wir haben noch 2 Eier. Die brauchen wir auch, die kommt dann in die Masse mit rein. Dann haben wir 2 Esslöffel Sonnenblumenöl. Nehmt auf jeden Fall ein Pflanzenöl. Was wir dann nachher brauchen, wenn es fertig ist, denn wir machen die im Backofen. Wir ertränken die nicht in der Pfanne. Bin mal gespannt, ob euch das auch so schmeckt wie mir. Backpapier natürlich, die werden dann aufs Backblech gelegt, mit einem Löffel glatt gedrückt, aber das sehen wir dann und am Ende ein bisschen mit Öl bepinselt. Wichtig ist jetzt erstmal, heizt schon mal den Backofen auf 180 Grad vor. Ja, jetzt geht es langsam zum Reiben. Wichtig ist, wenn ihr die Kartoffeln fertig gerieben habt, die Kartoffeln dann mal nehmen und mit den Händen ausfringen. So, dann kommt es jetzt zum Reiben. Dann nehmt ihr auf jeden Fall die gröbere Seite. Ihr könnt auch eine feinere nehmen, dann werden sie feiner. Aber ich mag es lieber, wenn es ein bisschen, ja, wie bei Oma halt ist, ne? Und dann einfach hier schön runterreiben. So, und da seht ihr schon die ganze Flüssigkeit. Die muss man dann nachher ausbringen. Gut, und wir sehen uns mal jetzt, wenn ich mit dem Reiben fertig bin, beziehungsweise ich habe mir Hilfe geholt zum Reiben. Sehr gut. Jetzt haben wir die ganze Masse und jetzt kommen die ganzen Zutaten dazu. Die 50 Gramm Haferflocken, die 2 Eier und ich habe gerade das Öl umgeschmissen. Ach, ist das schön. Jetzt habe ich noch einen Esslöffel Öl hier untergemischt und mit dem restlichen Esslöffel bestreichen wir die Kartoffelpuffer nachher nochmal von oben. Hier nehme ich auch Backpapier. Man kann auch den Boden mit Öl einreiben, aber wir wollen ein bisschen sparen. Gut, und jetzt noch mit ein wenig Öl bestreichen einfach. Ich habe es jetzt mal rausgenommen. Ich habe am Ende den Ofen noch auf 160 Grad gestellt. Ich wollte nicht, dass sie verbrennen, aber die schauen doch super aus. Ja, die schauen original aus. Der Moment der Wahrheit. Sind sie so gut wie bei Oma? Ich meine, sie haben gefühlt 1 Liter weniger Öl drin und sollten gesünder sein. Es sind auch Haferflocken drin anstatt Mehl. Vielleicht ganz gut, aber jetzt schauen wir mal. Also Leute, ich kann das Rezept nur empfehlen. Ich schmecke da kaum Unterschied, außer dass man nicht das Fett durchzogen hat, was vielleicht ganz positiv ist. Also wir sind mit 2 Esslöffeln Öl sehr gut hingekommen. Das heißt, wir haben einen reingemischt, einen haben wir oben drauf gestrichen. Sehr, sehr lecker. Ich lasse es mir jetzt auf jeden Fall, oder wir lassen es uns jetzt schmecken. Dazu gibt es den selbstgemachten Apfelmus. Video verlinke ich unten. Das ergibt Sinn, wenn man beides zusammen hat. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Lasst ein Abo da, einen Daumen hoch, wenn ihr das bis jetzt noch nicht gemacht habt. Und ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.